Bist du schwanger und hast du auch Beschwerden in den Beckenbereich? Oder vielleicht tut dir den unteren Rücken richtig doll weh? Hallo, ich bin die Wisna und ich zeige dir in diesem Video, was du machen kannst, um deine Beschwerden um den Becken- und Rückenbereich während der Schwangerschaft wieder loszuwerden. Während der Schwangerschaft produziert dein Körper ganz viele Hormone und diese Hormone sind dafür zuständig, dass deine Knochen, Bänder und Muskulatur alle ein bisschen weicher werden, damit du auch Platz schaffst für dein Baby. Diese Hormone, die eigentlich ganz gut sind, können aber dafür sorgen, dass die Muskulatur mehr schmerzhaft ist, beziehungsweise dass diese mehr Beweglichkeit von den Gelenken auch Schmerzen auslöst. Das heißt, um diese Beschwerden wieder loszuwerden oder zumindest zu minimisieren, brauchst du einen ganz stabilen Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und Gesäß. In diesem Video werde ich dir ein paar Übungen zeigen, was du dagegen tun kannst und wie du am besten damit umgehst, damit deine Schwangerschaft nicht so beschwerdenvoll wird. Und jetzt zeige ich dir die erste Übung. Als allererste ist das Wichtigste, dass du lernst, wie du deinen tiefen Bauchmuskel aktivierst. Diese Übung wird dir begleiten während deiner kompletten Schwangerschaft. Und es ist ganz wichtig, dass du ihn so häufig wie möglich und so oft wie möglich wieder machst. Wir werden die Übung jetzt gemeinsam 10 Mal wiederholen und es geht darum, dass du deinen tiefen Bauchmuskulatur, dass du deinen Core aktivierst. Du kannst diese Aktivierung sowohl im Stehen, als im Sitzen, als auch im Liegen machen. Und es geht darum, dass du eine Grundspannung aufbaust. Das heißt, du wirst versuchen, als allererstes deinen Beckenboden anspannen. Die Spannung ist ähnlich, als wenn du jetzt auf die Toilette bist und den Urin zurückhalten willst. Dein Hüftknochen, die spannst du an und ziehst sie zueinander. Dein Bauchnabel, der muss nach innen, aber auch nach oben gehen. Und deine Rippen, die kommen gemeinsam nach unten. Und diese Grundspannung wirst du immer dann aufbauen, wenn du ausatmest. Das heißt, wir fangen jetzt mal an, 10 Atemzügen. Einatmen, die Rippen gehen leicht auseinander, der Bauch wird entspannt, der Beckenboden entspannt sich. Und beim Ausatmen, Beckenboden anspannen, Hüftknochen zueinander, der Bauchnabel geht rein und hoch und die Rippen kommen nach unten und du atmest aus. Und wieder einatmen und ausatmen. Jetzt zeige ich dir nochmal ganz von nah, wie die Atmung aussehen soll. Das heißt, du atmest ein, die Rippen gehen leicht auseinander, aber ganz minimal, aber der Bauch, der soll sich vorwölben. Entspannt sich, der Beckenboden lässt locker und kommt nach unten. Dann der Beckenboden anspannen und in den Bereich hier, wenn du deine Finger so direkt um den Knochen, Hüftknochen an den Beckenkamm positionierst, dann wirst du spüren, wie da ein bisschen härter wird. Beim Ausatmen. Und noch einmal. Einatmen, locker lassen. Ausatmen, Bauchnabel nach innen und nach oben. Einatmen, der Beckenboden wird locker. Ausatmen, Beckenboden anspannen, die Hüftknochen beide zueinander, der Bauchnabel geht rein und nach oben und die Rippen kommen runter. Und nochmal einatmen, alles locker lassen, tief Luft holen. Du kannst auch deine Hände jetzt auf den Brustkorb legen, ausatmen, anspannen. Und nochmal. Ein ganz wichtiger Indikator ist dein Bauchnabel. Achte darauf, dass er nicht nur nach innen geht, aber auch nach oben kommt. Und noch einmal.
Und den Beckenboden anspannen, ausatmen. Und noch 2. Und das letzte Mal. Diese Grundspannungsübung, der ist ganz wichtig und den sollst du immer wieder täglich wiederholen. Für die nächste Übung sollst du jetzt auf Vierfüßler gehen. Das heißt, du platzierst deine Knie ungefähr unterhalb von deinen Beckenknochen. Die Hände kommen jetzt so nach vorne. Wenn du jetzt Schwierigkeiten hast und das Gefühl, dass die Handgelenke jetzt einschlafen, kannst du auch so mit den Faust gehen. Guck mal, was es für dich besser ist. Und dann probierst du jetzt beim Einatmen, kommst du nach oben und machst so einen richtig schönen Katzenbuckel. Und beim Ausatmen kommst du wieder runter. Und hoch. Und noch einmal reinziehen, zu dir kommen, der Po ein bisschen anspannen, den Bauch anspannen und nach oben. Und probier mal dabei, deine Brustwirbelsäule richtig gut zu bewegen. Den unteren Rücken, der wird sie jetzt entspannen. Du ziehst zu dir ran und wieder hoch und locker lassen. Und wieder runterkommen. Versuch mal die Bewegung ganz langsam durchzuführen. Es geht viel mehr um die Qualität der Bewegung als auf der Quantität. Auch die Brustwirbelsäule gut mitnehmen und wieder runter. Und hoch und runter. Diese Übung ist viel mehr um Beweglichkeit bzw. Verspannungen zu lösen und nicht so viel um Kraft aufzubauen. Du kannst diese Bewegung so 10 bis 12 Mal wiederholen, bis du das Gefühl hast, dass dein unteren Rücken viel entspannter wird. Und wieder runter und wieder hoch. Und dann gehen wir zur nächsten Übung auf dem Rücken. Für die nächste Übung ist es ein großen Unterschied, ob du am Anfang der Schwangerschaft bist, in der Mitte oder ganz zum Schluss. Hochwahrscheinlich zu Ende der Schwangerschaft wird es ein bisschen schwieriger für dich sein, auf dem Rücken zu liegen. Deswegen ist diese Übung vielleicht nicht das Ideale für dich und ich zeige dir danach eine Alternative. Wenn du aber das gut machen kannst, keine Schwindelbeschwerden hast und dir dabei nicht irgendwie komisch wird, dann leg die mal erstmal auf den Rücken. Ich zeige dir mal 2 Varianten, eine ein bisschen schwieriger und danach ein bisschen leichter. Als erstes immer zuerst auf die Seite legen und dann dich drehen auf dem Rücken. Deine Beine sind leicht aufgestellt und du sollst versuchen jetzt einfach das Becken von der Liege oder von dem Boden hochheben. Und das Hochkommen ist dann immer kombiniert mit unserer Grundspannungsübung von der Bauchmuskulatur. Probier da mal ganz bewusst, dass du der Po-Muskulatur richtig schön anspannst und dass die Knie nicht so weit auseinander kommen. Man legt immer den Fokus auf der Qualität von der Bewegung und nicht unbedingt die Quantität. Das heißt, du atmest ein, lässt ganz locker und beim Ausatmen kommst du jetzt einmal hoch. Richtig die Pobacken zusammenkneifen und du gehst in eine Linie bis nach oben und wieder langsam runter. Und
den tiefen Bauchmuskulatur anspannen, der Po anspannen und hochkommen. Und wieder runter. Und nochmal hoch. Das sind jetzt schon 3 Wiederholungen. Und wir machen jetzt noch 2 in dieser Position. Und wieder zurück. Und das letzte. Hoch. Und wieder zurück. Wenn diese Übung für dich zu leicht ist, kannst du versuchen, das eine Bein so rüber zu schlagen und dann nur mit einem Bein hochzukommen. Das heißt, du spannst die Po-Muskulatur an, der Bauch wird angespannt und du kommst hoch und wieder runter. Und noch einmal bis nach oben hin und wieder zurück. Achte darauf, dass dein Knie nicht so weit nach außen abweicht. Und wieder zurück. Und noch 2 Wiederholungen. Und zurück. Und das letzte. Hoch. Und zurück. Und jetzt die Seite wechseln. Das heißt, deine Ferse, dein Sprunggelenk, das kommt so plus minus auf dem Knie. Das Bein bleibt stabil und du kommst bis nach oben hoch. Und wieder zurück. Und nochmal hoch. Immer beim Hochkommen ausatmen und wieder zurück. Und nochmal hoch. Achte darauf, dass dein Knie nicht so weit nach außen fällt. Und noch 2. Und zurück. Und das letzte. Bis nach oben. Und zurück. Sehr gut. Es kann aber sein, dass diese Übung schon für dich zu schwer ist. Die Alternative dazu ist, dass du die gleiche Übung machst, aber deine Füße auf einen Stuhl ablegst. Und das wird dann halt so aussehen. Du holst den Stuhl, legst sie wieder zurück, auf der Seite, rollst dich auf den Rücken, legst deine Beine jetzt ab. Wenn du jetzt nur die Ferse drauf hast, ist die Übung ein bisschen schwieriger. Wenn du den kompletten Unterschenkel drauf hast, ist die Übung ein bisschen leichter. Und dann in diese Position einfach nochmal hochkommen und wieder zurück. Der Unterschied bei dieser Übung ist, dass du dann dabei ein bisschen mehr der Oberschenkelmuskulatur beanspruchst im Vergleich zu den anderen Übungen davor. Und nochmal hoch und zurück. Und nochmal hoch und zurück. Und nochmal hoch und zurück. Und noch 2 Wiederholungen. Hoch. Schön die Pobacken zusammenkneifen und wieder zurück. Und das letzte. Po-Muskulatur, Beckenboden und Bauch. Und zurück. So, diese Übung war, um den tiefen Rücken und vom an die Oberschenkel- und Po-Muskulatur zu aktivieren. Wenn du aber jetzt schon sehr fortgeschritten bist bei deiner Schwangerschaft, kann es sein, dass der Rückenlage für dich ein bisschen schwieriger ist. Die Alternative dazu ist jetzt ein tiefen Squat und das zeige ich dir jetzt. Wenn du jetzt schon einen größeren Bauch hast und für dich auf die Rückenlage ein bisschen schwieriger wird, dann kannst du deine Glutealmuskulatur, deinen Po-Muskel und die Oberschenkel auch super mit dem Squat trainieren. Das heißt, du gehst die Hüfte ein bisschen breit und versuchst dabei, den Oberkörper ganz gerade zu lassen und du gehst einfach in eine tiefe Kniehocke. Runter und wieder hoch. Und nochmal. Runter und wieder hoch.
Versuch mal dabei, dass die Knie nicht so weit nach außen fallen und wieder zurück. Und wenn du runter gehst, dass du nicht so doll in Hohlkreuz kommst und wieder zurück. Und da runtergehen und zurück, runtergehen und zurück. Das gleiche jetzt nochmal auf der Seite. Du stellst dich hüftbreit, dein Po geht nach hinten und du kommst wieder hoch. Und nochmal. Runter und zurück. Beim Runtergehen versuch mal deinen Beckenboden ganz locker zu lassen. Der Bauch entspannt sich und beim Hochgehen Beckenboden anspannen und Bauch anspannen. Runterlassen, locker, anspannen und hoch. Beckenboden locker, anspannen und hoch. Und nochmal. Du gehst runter und kommst wieder zurück. Und nochmal. Runter und wieder zurück. Und noch 4 Wiederholungen. Runtergehen und hoch. Und nochmal. Runtergehen und hoch. Und nochmal 1. Beckenboden anspannen und hoch. Und das letzte. Runtergehen, Beckenboden anspannen, Bauch anspannen und hoch. Diese Übung kannst du 3 Serien machen, je zu 12 bis zu 15 Wiederholungen. Wichtig dabei ist, dass du immer schön deine Beckenmuskulatur aktivierst, die Po-Muskulatur aktivierst, damit dein Beckenring ein bisschen stabiler wird. Für die letzte Übung gehen wir zurück auf die Rückenlage. Immer dran denken, wenn du dich hinlegst, erstmal auf der Seite. Du stützt dich ab und dann legst du beide Hände nach vorne aufeinander. Das untere Bein soll gestreckt werden, das obere kommt gebeugt und du versuchst dein Bein so weit nach vorne zu lassen, bis dein Knie komplett auf dem Boden ist. Und das ist jetzt dein Referenzpunkt. Das heißt, dieses Knie, wenn möglich, soll jetzt halt nicht den Boden verlassen. Nicht den Boden verlassen. So, und dann fangen wir mal an. Du atmest tief ein und beim Ausatmen drehst du deinen Oberkörper so weit wie möglich nach hinten, bis du zurückkommen kannst. Und dann wieder zurück. Einatmen, ausatmen und nach hinten. Versuch mal immer mit deinen Augen deiner Hand zu folgen, damit du auch die Bewegung an der Halswirbelsäule hast. Vor allem, wenn du jetzt Beschwerden hast, wie taube Hände oder Kribbel oder irgendwelche Schwellungen in den Händen, ist es super wichtig, dass du mit dem Hals, mit der Brustwirbelsäule die Bewegung auffolgst. Und nochmal, ganz weit nach hinten, das Knie bleibt unten, das obere Bein ist abgelegt auf dem Boden und du kommst wieder zurück. Und nochmal, so weit wie möglich nach hinten und zurück. Beim Zurückkommen kannst du ganz tief deine Bauchmuskulatur aktivieren. Das heißt, du holst die Bewegung vom Rumpf wieder nach vorne. Und nochmal, bis nach hinten und zurück. Und noch 3 Wiederholungen. Du gehst bis nach hinten hin, das Knie bleibt unten und dann drehst du wieder nach vorne. Einatmen und ausatmen. Und nochmal. Und wieder zurück. Die gleiche Übung werden wir jetzt einmal auf der anderen Seite machen. Du hebst dich über die Seite hoch und drehst die einmal um. Beide Hände kommen gestreckt nach vorne.
Beide Hände kommen gestreckt nach vorne. Das untere Bein ist gestreckt, das obere Bein ist gebeugt. Dein Knie und dein Fuß bleiben auf dem Boden. Einatmen, beim Ausatmen wieder hochkommen. Einatmen zurück und ausatmen, nach hinten kommen. Und nochmal. Einatmen und zurück. Und nochmal. Und zurück. Einatmen und ausatmen, deiner Hand immer folgen. Versuche die Bewegung ganz tief in deine Lendenwirbelsäule zu fokussieren. Und nochmal. Zurück. Und wieder nach vorne. Wenn deine Beschwerden jetzt ein bisschen mehr tiefer sind in Richtung Becken, dann kannst du deine Knie beide aufeinander lassen in 90 Grad. Und dadurch, dass du deine beiden Knie jetzt auf diesen Winkel lassen, die bleiben auf dem Boden, dann verlagert sich diese Drehung ein bisschen nach unten. Wenn deine Beschwerden eher ein bisschen höher sind auf dem Rücken, dann machst du es so wieder vor. Und du gehst so weit wie möglich zurück und wieder nach vorne. So weit wie möglich nach hinten. Folge deiner Hand mit den Augen und wieder zurück. Und nur noch 2. So weit wie möglich nach hinten und wieder zurück. Und das letzte. So weit wie möglich nach hinten und zurück. Und dann kommst du auf die Seite wieder hoch. Ich hoffe, diese Übungen helfen dir bei deinen Beschwerden, damit du deine Schwangerschaft wirklich genießen kannst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich auf einen Daumen nach oben und ich freue mich, wenn du bei dem nächsten Video wieder dabei bist. Abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!